Willkommen zu einer neuen Folge Artist Talk. Mein Name ist Buschbayer, heute am Start Partisan. Wir werden über sein neues Album reden, wir werden über Fake Images reden, wir werden über Artist Promo reden. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Er trägt das Cap schief, das Herz auf der Zunge. Er ist wie du und ich nur irgend so ein Junge, der nicht viel außer große Pläne hat. Nur ein Niemand aus einer großen Stadt. Ich schreibe die Lines an den Himmel wie mit Düsenstrahl. Tanz auf diesen Beat, wie wenn du mit Füßen malst. Schau, das Leben ist voller Poesie, aber du siehst es nicht. Ultra, violettes Licht, es leitet mich wie Bienen. Schön, dass du am Start bist und im Studio bist. Ich freue mich, dass du da bist. Jo, vielen Dank dir auch für die Einladung. Die erste Frage ist immer die gleiche. Wie kam es bei dir dazu, dass du mit Hip-Hop angefangen hast, mit Rappen und so weiter? Wie bist du dazu gekommen? Also das erste Tape habe ich tatsächlich sogar von meinem Dad bekommen. Ich glaube, da war ich so 13, 14. Verrückterweise war das sogar NWA direkt. Ich weiß auch nicht, was mein Vater sich da meine Erziehung bezogen so dachte. Wusste er, was die in den Texten sagen? Schon, ja. Irgendwie habe ich das damals so mitbekommen. Ich glaube, das hat ein Bekannter irgendwie von meinem Vater mitgebracht. Und dann wirklich angefangen, produktiv Hip-Hop zu machen, habe ich, als ich irgendwie mit 14 irgendwie beim Skaten eine OP hatte und irgendwie ein Jahr lang nicht Sport machen konnte. Da habe ich angefangen, Beats zu bauen und dann ein paar Jahre später zu rappen. Genau, du machst beides. Du machst Beats und Rap. Wo hast du den mehr Fokus auf jeden Fall? Also mittlerweile würde ich mich schon klar als Rapper sehen. Ich habe tatsächlich witzigerweise über die letzten Jahre oder gerade letztes Jahr wieder mehr angefangen auch zu produzieren und da mein Game abzusteppen. Allerdings wirklich mittlerweile nur noch eigentlich zielgerichtet dann für meine Songs, weil ich meine Ideen dann manchmal 1:1 gut umsetzen kann. Aber ja, das Produzieren ist die letzten Jahre eher zurückgegangen. Du bist ja im Moment, also in letzter Zeit sehr aktiv. Ich kenne wenige, die in letzter Zeit so viel released haben wie du. Wann hast du damit angefangen, dass du gesagt hast, hey, ich ziehe das jetzt durch und ich hau jetzt richtig nonstop Tracks raus? Witzigerweise direkt Anfang letzten Jahres war ich endlich motiviert und wollte wirklich angreifen dieses Jahr. Und ja, dann kam halt Corona und dadurch fiel halt die Motivation beziehungsweise überhaupt die Möglichkeit weg, live auch richtig Gas zu geben. Und dann habe ich mir gesagt, okay, wenn du die Zeit hast zu Hause, push halt, mach deine Mucke, promote sie und ja, mach regelmäßig Output wenigstens, was geht. Wie läuft dein Studio-Umfeld? Also wie arbeitest du quasi? Wo recordest du? Mit wem produzierst du zusammen? Also wie gesagt, teilweise selbst, teilweise ist da der Steve Halfbreed Beats am Start. Endsolide Produktion auch, der die letzte EP produziert hat, Poesie auch komplett, sowie David Science, der Wipeout auf dem jetzigen Album produziert hat und auch ein super Rapper ist, gleichzeitig auch super Produzent. Nice, auf jeden Fall. Wie kriegst du es eigentlich auf die Reihe, so viel Musik zu machen und gleichzeitig noch einen richtigen Fulltime-Job zu machen? Das ist eine gute Frage und die müsste ich wahrscheinlich eher meiner Freundin stellen oder sie wird sie anders beantworten als ich. Das ist, glaube ich, der Struggle, den jeder Musiker kennt, der ja selber dann auch sein Brot verdienen muss. Ist nicht leicht. Also du bist eigentlich, machst immer Überstunden, du hast deinen Job, dann gehst du ins Studio, kommst abends nach Hause, 11, 12 und ja, die Balance zu finden ist nicht immer leicht auf jeden Fall. Wie ist es aktuell? Du hast ja früher auch viel mit Band gespielt und hast ja auch noch eine Crew im Hintergrund. Wie schaut es da im Moment aus bei dir? Genau, so Diaspora, unsere Live-Hip-Hop-Band, ist nach wie vor auf jeden Fall am Start. Wir haben auch für dieses Jahr eine EP geplant. Aber ja, wir sind halt ein riesiger, chaotischer Haufen und wir sind eine Live-Band wirklich, die sich über eben Live-Gigs definiert, auch mit den Musikern und allen zusammen. Und letztes Jahr war es schwer, wir haben 1, 2 kleine Gigs gespielt, aber gerade auch mit den Probesituationen, also mit 10 Mann in einen kleinen Proberaum zu gehen, ist einfach schwer gerade so. Ja, verstehe ich. Du hast auch ein bisschen so Rücken, das heißt, du hast Leute, die für dich auch so Booking gemacht haben und versuchst ja auch ein bisschen so Promo-Strategien selber zu machen für dich als Künstler. Was gibt's da so? Mit wem arbeitest du und wie gehst du das an? Genau, zum einen haben wir, was lokales Booking und Management angeht, Nika Musik, die sich selber vor ein paar Jahren gegründet haben, 2 Mädels aus München, die super Sachen machen. Ich glaube, dieses Jahr auch eine Konzertreihe Fempower, wirklich nur für Female Artists. Da bin ich leider raus.
Aber ja, die supporten mich auch super und auch unsere Band. Sonst, wie gesagt, DIY, Promo-Hustle, man kennt's, du kennst es auch selber wahrscheinlich. Ja, ich probiere mich mittlerweile jeden Tag hinzusetzen, 1-2 Stunden und zu sagen, hey, was kann ich machen, wo kann ich gerade was hinschicken, wo kann ich was posten, was hat Reach oder Range und dann mache ich das einfach. Und was bei derartigen Sachen, die du gerade erklärt hast, was findest du macht irgendwie am meisten Sinn oder was ist am effektivsten im Moment so promotechnisch für dich? Ja, ich denke generell gibt es ja da so 2, 3 wahrscheinlich Felder. Du hast mich vor dem Interview jetzt aufgeklärt über ein neues Feld, was mir zum Beispiel unbekannt war, Twitch. Ich habe mich in der letzten Zeit eher konzentriert auf einmal halt die Standardsachen Insta und dann eben Spotify-Promo und sowas. Bei Spotify muss ich sagen, auch bei allem irgendwie Click-Business oder Playlisten kaufen, war jetzt nach meiner Erfahrung das private Anschreiben von wirklich privaten, kleineren Playlisten am effektivsten. Wo man natürlich schwer rankommt, weil das System oder die Kontakte sehr intransparent sind oder reachable sind. Da muss man immer selber recherchieren. Und ja, bei Insta halt der Standard, irgendwelche coolen Stories oder sowas halt. Oder eben jetzt TikTok oder Real-Zeug. Schaltest du viel Werbung? Machst du das auch? Ja, ich glaube in einem übersichtlichen Rahmen halt Werbung, aber ich glaube mittlerweile fast, dass auch eben dann die persönlichen Sachen, die nicht gesponsert sind, vielleicht bei manchen Leuten sogar besser ankommen. Also zum aktuellen Thema gerade, was hältst du generell davon, wenn Rapper ihre komplette Karriere faken und alles halt quasi nicht auf ihrem Leben, sondern alles irgendwie ein Film ist sozusagen? Was hältst du generell von sowas? Ja, ich finde, es gibt 2 Seiten dieser Medaille. Also zum einen performt man ja immer, wer man sein möchte, auch im Hip-Hop und macht was Neues aus sich, eine neue Person, die man sein möchte. Auf der anderen Seite kommen wir auch noch, ich habe ja auch schon ein paar mehr Jahre auf dem Buckel oder mache länger Rap, aus einer Zeit, wo eben Realness oder die Credibility extrem wichtig war und extrem immer geschaut wurde, wo kommt der her, ist es alles berechtigt. Ich denke nach wie vor, dass es sehr wichtig ist. Natürlich muss man auch glaubwürdig sein, aber die neue Generation ist ein bisschen entspannter geworden, glaube ich, was ich manchmal auch erholsamer finde, dass einfach, wenn die Musik authentisch ist und für sich selber spricht, nicht noch so viel die ganze Zeit hinter deine Person geschaut wird und manchmal finde ich diese Lockerheit auch entspannt, dass da nicht immer so mit dem Zeigefinger irgendwie, geschaut wird, so, was macht der, was ist der wirklich. So zu deinen Texten. Also ich finde, dass deine Texte sehr viel Metaphern, sehr, sehr poetisch angehaucht sind. Das heißt, du benutzt irgendwie nicht die Standardwörter oder Standardthemen, die halt generell sehr oft gerappt werden. Wie kam es dazu, dass du eher so diese poetische Art hast zu texten? Erstmal vielen Dank auf jeden Fall. Freut mich, dass du es so wahrnimmst. Vielleicht sind es verschiedene Faktoren. Das eine ist sicherlich auch das persönliche Interesse, was einem gefällt. So. Ich war immer auch ein großer Musikfan, Kinofan aber auch und auch habe viel gelesen. Also habe immer viele Einflüsse auf mich wirken lassen, die vielleicht auch, was das angeht, den Ideenpool bei mir oder auch die Sprache beeinflusst haben. Zum anderen, finde ich es einfach interessanter, also nicht immer die Standardthemen auszupacken und wenn, dann eben mit guten Metaphern, das zu verpacken. Obwohl jetzt gerade der Trend, finde ich auch, was jetzt die Ansprüche an Lyrics gegangen sind, sich verändert haben. Ich würde jetzt nicht sagen, unbedingt schlechter geworden sind, aber sich verändert haben. Du hast was ganz Interessantes gemacht. Dein Album hast du quasi mit Crowdfunding so pre-finanziert. Was ja sehr interessant ist, weil ich habe davon schon mal gehört, dass Leute das machen. Du hast es durchgezogen. Wie lief das? Hat es funktioniert? Ich glaube, die größte Hemmschwelle, die man da als Artist hat, und so ging es mir auch am Anfang, war so, okay, willst du jetzt irgendwie Leute um Kohle anschnorren und musst du da irgendwie betteln gehen oder hausieren gehen? Und das ist ja immer unangenehm, an und für sich. Aber irgendwie habe ich mir dieses Jahr gesagt, okay, probier es einfach mal so. Ich hatte davon gehört, über meine Online-Distribution damals.
Und ja, habe mich dazu entschieden und war sehr positiv geflasht, wie gut das doch funktionieren kann, wenn man wirklich dabei ist und eben ja die Leute, die einen doch auch hören, anspricht und rückwirkend eigentlich auch dann ja schon Promo machen für dein Album, was du dann rauskickst, weil die Leute werden es halt hören, die werden es auch weiter verbreiten. Genau. Wie ist es bei Distributoren? Du warst ja bei verschiedenen. Gibt es da irgendwie was, warum bist du zu einem neuen Distributor gewechselt? Gibt es da irgendwie Gründe dafür? Um ehrlich zu sein, ich habe es nur ausprobiert, weil damals ein Angebot promoted wurde, wo ich dachte, okay, wow, vielleicht mal was Neues. Ich würde jetzt an dieser Stelle zum Beispiel keine Werbung für irgendeine Distribution machen wollen, so, oder auch keine Namen nennen. Im Endeffekt sind alle relativ identisch, würde ich sagen. Was mich zum Beispiel ein bisschen enttäuscht oder was ich enttäuschender finde, sind Distributions, die direkt angekoppelt sind an größere Labels und dann ködern quasi mit Versprechungen, ja, da guckt vielleicht auch der Talentpool danach bei denen, aber die Deals, die da teilweise gemacht werden, sind sehr teuer und ich weiß nicht, ob sie im Endeffekt so viel bringen. Also im Zweifelsfall fährt man, glaube ich, auch immer mit günstigeren Distributions gut, wo man dann wirklich den Track einmal hochlädt und die Kohle nicht mehr irgendwie regelmäßig dann rüber wachsen lassen muss. So Entstehungsgeschichte bei dir, wie entstehen quasi Tracks, wie kommst du auf die Ideen oder wie recordest du wie gehst du zum Produzenten, wie pickst du die Beats, wie machst du sowas? Ja, mittlerweile, ich meine, wenn man so ein beschäftigtes Leben hat und arbeiten muss und unterwegs ist, kommen wirklich oft auch die Ideen unterwegs auf dem Fahrrad oder in der U-Bahn oder irgendwo, wenn man gerade sich Gedanken macht oder diesen Leerlauf hat zwischen irgendwelchen Jobs oder Arbeit. Und dann, ja, mache ich meistens wirklich so Brainstorming oder so Stichwortzeug auf dem Handy oder die Diktatfunktion. Und dann wirklich, entweder mache ich Picking-Sessions bei meinem Producer oder Producern oder wenn ich selber produziere, mache ich wirklich zielgerechtet auch dann einen Beat auf eine Idee, also von der Atmo, dass ich denke, okay, der soll irgendwie melancholisch sein, ich möchte gerne die und die Vibes haben und dann baue ich den wirklich so auch. Weiß nicht, so Support-Sachen, hast du irgendwelche Support-Pakete gekauft und solche Sachen? Ist das für dich interessant, so mit über die Distributoren zu gehen und solche Promo-Pakete zu kaufen? Lohnt sich das? Was sagst du dazu? Ja, ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden. Am Anfang würde ich wirklich erst einmal alles ausnutzen, was ich umsonst machen kann, was auch in meiner Hand liegt und da ja eine einigermaßen gute Qualität oder ein Interesse generieren mit dem, was ich da poste. Das andere ist, dass man sich, glaube ich, dann gut überlegen muss, wo man Geld investiert und das ist wirklich so ein Try-and-Error-System. Ich habe vieles probiert, was nicht so gut funktioniert, vieles, was geht. Wie gesagt, ich finde die private, persönliche Promo am effektivsten oft, dass man zum Beispiel Leute, die Playlisten privat haben, anschreibt direkt und weniger dann über eine Promotion geht, die vielleicht dann generiert, ohne reale Follower zu haben. Aber ja, das herauszufinden und zu gucken, was wirkt, das ist wirklich eine kleine Wissenschaft. Absolut, absolut. Was hältst du so von der Münchner Szene und warum glaubst du, dass man oft sagt, hey, in München geht gar nichts? Ja, ich glaube, diese Frage kennen alle Münchner Artists irgendwie auch. Und witzigerweise, also ich bin auch hier hingezogen, bin in Bielefeld aufgewachsen, kann ich von mir behaupten, ich wusste auch nicht viel. Man kannte 2, 3, 4 Namen eben von damals. Das waren Feinkast Paranoia, Main Concept, Blumentopf eben, die uns schon wirklich einen Begriff von uns, Square One auf jeden Fall auch. Aber das ist halt richtig Oldschool-Shit alles gewesen. Ja, im Endeffekt bin ich mir krass überrascht, wie viele Rapper es in München gibt und wie viel Output hier eigentlich am Start ist. Aber medial da dran zu kommen, finde ich manchmal schwer und ich wundere mich selber auch. Sicherlich lag das vielleicht in der Geschichte am Ruf von München oder der Stadt selber. Wie es heute ist, bin ich mir nicht sicher. Meinst du, es liegt auch daran, dass es nicht genug Plattformen gibt so für die ganzen Rapper? Also es kann sicherlich auch ein Faktor sein. Witzigerweise die erste Plattform, auf die ich gestoßen bin, war ja auch das Peace Camp damals von dir, wo ich nach München gezogen bin. Und es ist schon lange her, ich glaube 10 Jahre fast. Und ich glaube, ich habe dich damals vor der alten Registratur getroffen und du hast witzigerweise damals
Flyer für Support Your Local Rap Act oder die Compilation. Genau, ja, das kann gut sein. Hast du damals nämlich verteilt und ich erinnere mich daran noch und das ist irgendwie witzig. Und solche Bühnen gibt es extrem wenig oder die sind noch, finde ich, verschwunden in der letzten Zeit mehr noch. Ne? Ja, also alternative Kultur hat ja generell, finde ich, hat es in München schwer, oder? Schwer, ja. Ich meine, jetzt gibt es ja noch Bahnwärter Thiel hat was gestartet, Peace Camp gibt's, Miller. So 3 Plattformen eigentlich in München, was ja eigentlich ganz okay ist. Also das ist schon ganz cool. Das sind auch die Plattformen vielleicht, die, wo am meisten geht. Ja, jetzt, gut, was soll man dazu sagen? Ne? Im Moment ist es schwierig, ja. Voll. Ja, das ist so das Ding mit der Münchner Szene, ja. Was geht so in Zukunft? Was planst du? Was ist so die nächsten Projekte? Kommen irgendwelche Releases in nächster Zeit? Ja, also auf jeden Fall wollte ich dieses Jahr weiter ballern und rauspushen. Ja, in welcher Form bin ich noch am Überlegen. Geplant sind 2 EPs, also 2 Solo-EPs, die ich nach und nach auf Spotify und generell releasen werde. So wie halt eine Band-EP von Diaspora auch. Und eventuell, wir haben noch so ein internationales Projekt mit Murat, einem Rapper und Beatboxer aus Slowenien. Da steht auch eine EP oder LP an. Ob die dieses Jahr fertig wird, weiß ich allerdings noch nicht. Aus deiner Crew kommt auch dem nächsten Release, oder? David Sainz Release demnächst auch, oder? Genau, also auch Producer oder guter Freund, der ist jetzt am Start mit seiner EP, seiner ersten auch Solo-Rapper und Producer-EP. Die wird auf jeden Fall enddope. Die nächste Single, glaube ich, kommt am 22. bei ihm raus. Guten Morgen. Und genau, Musik, die wir hören, ist der Name der EP. Checkt das aus auf jeden Fall. Machst du eigentlich, wenn du nicht rappst, machst du irgendwas in der Freizeit, irgendwas so Sport, irgendwelche besonderen Sachen? Ich habe Verschiedenes gemacht. Ich war immer so ein ganz oder gar nicht Typ irgendwie. Ich habe sehr lange früher Basketball gespielt, bin Skateboard gefahren, habe meine Knie komplett kaputt gemacht. Da geht mittlerweile nicht mehr viel so. Und ja, ich habe eine Zeit lang auch ein bisschen dann Kampfsport gemacht, irgendwie 2-3 Jahre geboxt, aber nicht wirklich auf einem Wettkampfniveau so. Und mittlerweile bin ich schon so ins so großväterliche Ausdauersport-Business gewechselt, dass ich irgendwie joggen gehe und alles mit Fahrrad fahre und vielleicht ein bisschen Street-Workout oder Fitness zu Hause mache und ab und zu mal irgendwie ballen gehe, aber jetzt nicht mehr so krass engagiert in einer Sportart. Was wäre, wenn jetzt zum Beispiel ein Label sagen würde, sie wären interessiert an dir? Würdest du eher sagen, du möchtest lieber Indie bleiben und alles wirklich selber machen mit deinem Umfeld? Oder würdest du eher sagen, es könnte sehr interessant sein, zu einem Label zu gehen im Moment, 2021? Das ist auf jeden Fall eine gute und, glaube ich, sehr interessante Frage. Tatsächlich habe ich letztens ein Buch gelesen, was vielleicht sogar interessant ist für alle, die selber Mucke machen. Bisher gibt es nur auf Englisch. How to Make It in the New oder Modern Music Business von einem eher Singer-Songwriter-Dude. Ich glaube, Ari Herstadt heißt der hat auch einen Podcast auf Spotify. Und der schreibt tatsächlich auch statistisch gesehen, dass 96% aller Artists auf Major-Labels nach einem Jahr gedroppt werden und nicht mehr weiter rauskommen. Was das angeht, bin ich deswegen relativ nüchtern. Also wenn ich wirklich solide am Start bin und merke, okay, du hast vielleicht Chance auf einen Deal und das bringt dir was, natürlich würde ich nicht Nein sagen, was die Distribution- und Promotion-Wege angeht. Auf der anderen Seite, glaube ich, fände ich es sympathischer, bei einem coolen Indie zu sein, die auch irgendwie ein bisschen was für einen tun können und eher diesen Weg zu gehen. Aber natürlich braucht man für alles Geld halt und das ist ja immer schwer, wenn du halt alles DIY machst. Wir haben ja vorhin ein bisschen so über dieses Twitch-Ding geredet, vor dem Interview war das. Kannst du dir das vorstellen, so, weiß ich, Live-Shows online zu machen? Weil in der Wahrscheinlichkeit werden wir 2021 wahrscheinlich nicht wirklich normale Konzerte spielen können. Stellst du dir das interessant vor? Kannst du dir sowas vorstellen? Also ich finde es auf jeden Fall interessant. Wie gesagt, ich bin, was das angeht, auch voll, kenne ich mich nicht aus und du hast mir eine coole Einführung jetzt eben vorhin gegeben. Interessantes Format und auch wahrscheinlich umso relevanter, weil wer weiß, wie lange die ganzen Lockdown-Geschichten und auch generell, also die Kultur, Szene oder Industrie in den nächsten Jahren sich entwickeln wird. Und von daher denke ich, gerade als selbstständiger Künstler wird sowas immer relevanter sein. Es geht dann eher um dieses technische Abchecken aus, so da musste ich mich auch echt reinfinden und da finde ich es noch die Ansprüche mittlerweile krass, dass du dich auch als Musiker oder Künstler
Jahr für Jahr auf einfach neue mediale Formen einfach einstellen musst, was auf jeden Fall auch immer wieder ein neues Game ist halt, ne? Ich kann es vielen Rappern auf jeden Fall nur empfehlen. Du hast halt die Interaktion mit den Leuten. Du hast halt einfach Twitch-Show, du hast die Live-Situation, du bist halt einfach in diesem Moment live, du hast eine Chance, du hast halt wie wenn du ein Konzert spielst. Das ist cool, ja. Insofern ist es halt für auch uns eben Künstler. Freestyle, was Hip-Hop angeht, ne? Dieses Spontane wieder irgendwie, ne? Du kannst halt mit der Community zusammenarbeiten, du kannst sagen, hey, schreib Wörter in den Chat rein und die baust du in Freestyles ein. Das ist halt ähnlich wie, das machen ja viele bei Live-Konzerten ja auch. Viele Freestyle-MCs machen das, schmeiß irgendwelche Gegenstände auf die Bühne, die werden eingebaut. Genau das Gleiche kannst du quasi mit dem Chat machen. Insofern ist das halt ein super interessantes Game auf jeden Fall so. Total. Ich finde es auch geil, weil man dann direkt seine eigene Plattform generieren kann und nicht eben auf ein Event irgendwie wie, keine Ahnung, Rapper Mittwoch oder das angewiesen ist, sondern du machst halt dein Event auf. Das ist halt cool auf jeden Fall. Welche Social-Media-Plattform findest du am relevantesten für Rap und für den Rapper so? Gute Frage. Also wahrscheinlich Instagram, obwohl, glaube ich, TikTok und so immer wichtiger wird. Aber irgendwie bin ich emotional so anti eingestellt oder denke, boah, gebe ich mir den Film wirklich? Das ist so hektisch und so viel gescrolle und Bist schon auf TikTok? Action. Nee, ich habe dieses Triller ausgecheckt. Das ist irgendwie auch so eine Alternativplattform, die auch so Das kenne ich gar nicht. Coole Effekte irgendwie, die man da, oder cooler Schneidealgorithmus, den man bei Videos dann anwenden kann. Aber jetzt an und für sich das Ganze durchscrollen durch so Endless-Videos finde ich echt manchmal für mich persönlich anstrengend. Es gibt ja wirklich TikTok-Rapper. Ja. Gibt's ja wirklich. Instagram-Rapper gibt's auch schon. YouTube-Rapper. Ja. Twitch-Rapper. Krass. Was ist so, Musikvideo hast du gesagt, da kommt auf jeden Fall eins für dein letztes Album. Du hast ein Album gedroppt. Wann kam das Album raus? Erzähl mal so ein bisschen zu dem Album. Genau, also es kam jetzt im Dezember raus, kurz vor Weihnachten, am 18. Dezember. Davor kamen schon ein paar Singles raus, die auch ganz gut angelaufen sind und gut Feedback bekommen haben, auch von der Community. Ja, es ist ein bisschen schade. Irgendwann geht dann die Promokohle aus oder die Leistung, die man irgendwie sich noch wünscht. Ein Video kommt auf jeden Fall noch in den nächsten Wochen, Karussell, zu dem Albumtitel auch, was ich in Bielefeld gedreht habe, wo ich aufgewachsen bin. Jetzt die Videos, die ihr seht, sind leider von der alten EP, Poesie, aber auch ein empfehlenswertes Werk, wo ihr gerne mal reinhören könnt. Genau. Zu deinem Album, in welche Thematiken hast du alle auf dem Album angesprochen? Du hast ja, wie viel sind es? 10 Tracks? 10 Tracks. Ja, genau, 10 Tracks. Und du hast ja verschiedene Thematiken. Erzähl mal so ein bisschen, in welche Richtung alles geht so. Weil viele kennen es ja vielleicht noch nicht. Ja, gut. Ich denke, das Album ist so ein relativ, ein runder, so ein rundes Ding, was vieles verbindet. Irgendwie einmal halt hast du 1, 2 klassische Battle- oder Representer-Tracks dabei. Dann auch 1, 2 Club-Tracks oder zum Viben irgendwie Tracks. Und dann auch viel irgendwie so, doch auch so eigene History von mir. Also ein Track für die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, aber wirklich persönlich mit Schicksalen von Menschen. Dann eben ein Track über meine eigene Karriere, Karussell selber vielleicht, sich selber zu betrachten von früher und heute. Also auch sehr autobiografisch auf jeden Fall. Du beschäftigst dich ja auch ein bisschen so mit so Music-Marketing-Zeug, das interessiert dich. Wie informierst du dich da? Also schaust du, mit wem, du redest mit Leuten oder schaust du dir irgendwie YouTube-Videos an oder, genau, ja, oder liest Bücher? Du hast ja gesagt, du liest Bücher darüber, genau. Wie gesagt, genau, also ich probiere mich da einfach selber reinzufuchsen, weil man sich irgendwie, wenn man sich irgendwann überlegt, ein bisschen mehr Musik zu machen oder ernsthafter, dann muss man sich damit beschäftigen und muss halt das Mehr an Zeit auch damit verbringen. Und ja, Bücher vielleicht, Blogspots und eben so Talks wie bei uns heute, dass man sich austauscht, finde ich voll wichtig. Richtig. Gibt es irgendwas so, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt irgendwie einen jungen Rapper vor dir und er fragt dich, hey, wie soll ich das machen? Und so, gibt es irgendwelche Tipps, wo du sagst, das wäre für junge Rapper absolut relevant, mach das genauso oder mach es genauso nicht? Das ist eine gute Frage. Ja, also ich würde eigentlich im Endeffekt immer in erster Linie nur an die Musik denken. Genau, Fokus. Also wirklich, ja. Und auch nur, was möchte ich sagen, was feiere ich selber ab und da erstmal komplett alles ausblenden, sondern nur auf mich hören. Und dann alles, was danach kommt und die Fragen, mit denen man konfrontiert wird, da kann es sein, dass man eben gute Leute, eine gute Crew oder so zur Hand hat oder auch nicht und man macht sicherlich schlechte Erfahrungen.
aber dass ich da wirklich krass einen krassen irgendwie Tipp hätte, weiß ich nicht. Ich würde in erster Linie sagen, dass man echt auf sich selber hören muss und auf die Musik hören muss, also die man selber macht und die einem selber auch irgendwie antwortet, finde ich. Gibt es noch irgendwelche letzten Worte, die du hast? Letztes Wort hört sich sehr irgendwelche final an. Irgendwelche Shoutouts oder irgendwelche Sachen, die du noch erzählen willst, so irgendwas, was du noch loswerden willst? Gut, also jetzt, was mir generell noch in den Kopf kommt, wo wir beim Thema Corona und Lockdown und irgendwie Auftrittsmöglichkeiten waren, würde ich vielleicht noch unser Projekt Mona Corona erwähnen. Oder ja, erzähl mal, genau, habe ich schon gehört, ja. Genau, an dem ich mich irgendwie beteiligt habe, was aber eigentlich die Natalia ins Leben gerufen hat, eine Sängerin, die so eher aus dem Latino-Bereich herkommt. Finde ich gerade geil, dass auch eben Künstler, so wie du oder ich oder eben sie, selber Plattformen aufbauen und gerade in dem Maße, was sie können, irgendwas auf die Beine stellen. Und das war eben so eine Aktion, die ist auch finanziert worden, auch eben über Start Next, dass die so eine Pop-Up-Bühne irgendwie bauen und mit dem Truck durch die Gegend fahren und dann eben, ja, für Künstler, lokale Künstler eben Auftrittsmöglichkeiten in der Stadt schaffen, sich Spielgenehmigungen einfach holen an öffentlichen Plätzen und dann wirklich da vor Ort direkt mit PA spielen können. Solche Dinge finde ich cool, weil man gerade ja irgendwie auch selber zusehen muss, jenseits der Industrie oder der Förderung der Regierung, dass man irgendwie sich durchschlägt als Künstler, weil es natürlich dieses Jahr nicht unbedingt leichter wird, vielleicht als nächstes Jahr. Ich weiß nicht, wie es da dir ging oder... Glaubst du, dass wir 2021 wirklich vernünftige Konzerte spielen können? Also ich stelle mich persönlich auf ein Jahr wie letztes Jahr ein. Also mit so kleinen Kulturbühnen, so Online-Streaming und so ein paar kleineren Sommerfestivals eben, wo man wieder in so vielleicht Quadraten oder mit so Bestuhlung sitzt, aber so richtig... Ja, draußen spielen? Also ich meine, in der Wahrscheinlichkeit wird sehr viel auf draußen hinauslaufen, an der frischen Luft. Voll. Wir haben uns auch überlegt, so ein Hygienekonzept. Die Idee kam vom Peter, mit dem habe ich letztens auch gequatscht. Das ist auch so Twitch-Community. Daher haben wir uns überlegt, Gummireifen, 70 Zentimeter breit. Alle ziehen sich Gummireifen an. Geil. Und sind dann auf dem, spielen dann quasi, also sind halt dann im Publikum sozusagen. Und dadurch hast du immer 1,50 Meter Abstand zum nächsten, weil du kannst ja gar nicht näher ran, weil der Gummireifen dich ja blocken würde. Stimmt. Meinst du, das ist eine coole Idee? Cool. Auf jeden Fall funky und visuell auf jeden Fall wirksam. Also wenn man das gut dann promotet und abfilmt, hat man wahrscheinlich coole Bilder am Start. Aber wie du sagst, ich finde es auch voll wichtig. Und letztes Jahr haben wir da auch irgendwie erste Erfahrungen gesammelt, wirklich, dass du echt auch in diese Straßenmusikschiene gehst. Also in München war es jetzt zum Beispiel in der Isar so, wo du halt jetzt keine Spielgenehmigung brauchst, weil in den meisten Großstädten brauchst du ja von der Stadt eben die Genehmigung. Aber ja, eben an der Isar oder bestimmten Flächen, in Berlin ist zum Beispiel der Mauerpark, dass man sich eben verstärkt hinstellt und draußen spielt. Und wir haben zum Beispiel uns so eine PA-Box irgendwie für 500, 600, so eine, ich habe gerade vergessen, welche es genau ist, geholt. Und die hält irgendwie 6 Stunden und cool, hat halt auch für einen Rapper eigentlich genug Bass und Wumms dahinter. Coole Idee auf jeden Fall. Eigentlich ganz geil so. Weißt du die genauen Auflagen, wie das ist, wenn man draußen spielen will? Solange du keinen störst, keinen Nachbarn und keine Bullen kommen, ist alles cool. Ist es so, dass man so draußen spielen kann? Also wie gesagt, in der Einkaufszone, da brauchst du ja direkt die Genehmigung. Die Lizenz, da musst du vorsingen. Da musst genau. Du vorsingen und die auch, glaube ich, kaufen, die kostet dann beim KVR, der Stadtverwaltung, eben ein bisschen was. Und eben, aber in so Parks oder öffentlichen, ja, also Grünanlagen, kommt es echt drauf an, glaube ich. Ich glaube einfach im Corona-Sommer wurde es vielleicht auch toleriert teilweise vom Ordnungsamt. Ich kann da nur für München sprechen und da war es, glaube ich, an der Isar geduldet. Also da haben auch unsere Bandmusiker total oft gespielt irgendwie im Sommer und auch ab und zu ganz gut verdient irgendwie. Aber sonst weiß ich nicht. Ich glaube, wie in Deutschland vieles, wird es wahrscheinlich offiziell verboten sein eigentlich. Mit Verstärkung auch, ne? Ja, es gab eine ganz interessante Studie, die habe ich gelesen, das war BR Classic, hat zum Beispiel geschrieben, wenn man in einem Schachbrettmuster arbeiten würde, das heißt, du nimmst vor dir die Person raus, aber quasi immer nur vor dir die Person raus, die wäre dann in deinen Aerosolen drin, die wäre das Problem. Wenn du die rausnimmst, hat man studienmäßig rausgefunden, dass man ohne ein Problem große Hallen quasi um 50% füllen könnte. Das ist eigentlich ein ganz cooles Konzept. Meinst du, dass das kommen wird und dass das... Ich meine, das ist jetzt auch wieder, das geht bei Konzerten nicht, sondern es geht nur bestuhlt, weil du dann eben fest sitzt und dann das Schachbrettmuster machen kannst. Sobald du ja die Live-Situation hast, kannst du ja quasi nicht wirklich ein Schachbrettmuster bauen. Kannst du natürlich auf dem Boden zeichnen, aber die Leute werden sich halt nicht dran halten wahrscheinlich, oder?
Ja, du, ich weiß es auch nicht, weil die Regeln und die Auflagen sind ja manchmal so verrückt und ändern sich so schnell. Ich habe eher so die Befürchtung, dass die vielleicht sowas wie eine Impfpflicht also quasi vielleicht dann impfpflichtige Konzerte oder diese Zweiklassengesellschaft sich da irgendwie rausbilden wird vielleicht oder eben Schnelltests vor Festivals, dass sowas halt kommt, kann ich mir auch vorstellen. Obwohl das, ja, die Frage ist, lohnt sich das vor allem für diese großen kommerziellen Veranstalter? Können die sowas dann füllen? Ich weiß es nicht. Ja, krasses Thema auf jeden Fall. Krasses Thema. Krasses Thema, ja. Hoffen wir mal das Beste, dass 2021 irgendwas geht, aber ich rechne eher mit 2022, dass wir da vielleicht dann Konzerte wieder spielen können. Denke ich auch. Ich denke, dass die digitalen Formate 21 noch ziemlich wichtig sein werden und eben dieses Sommer draußen vielleicht spielen, echt auch Straßenmusik zu machen wieder, wo man ja auch direkt eben wie Twitch im digitalen Bereich echt Leute ansprechen kann, direkt auf der Straße, was ja für viele vielleicht eine Überwindung ist, aber wenn man sich daran gewöhnt, eigentlich super, um Publikum zu generieren, wenn es geht halt so. Ne? Aber es ist cool, das haben viele vor, weil das Gleiche, was du sagst, hat der Perquest eben auch sich darauf spezialisiert quasi, zusammen ja mit seinem Beatboxer und seinem Trompeter und seiner ganzen Crew, ist auch deren Plan, halt auf diesen Live-Zug aufzuspringen, draußen einfach eine kleine Anlage aufbauen und einfach Sound machen draußen. Das ist wieder wie Hip-Hop im Park damals, eigentlich so die Wie früher, oder? Wie früher. Der Lee One hat das ja auch gemacht mit seinen Open-Mic-Sessions und so, Freestyle-Sessions, genau. Und wenn das überall gibt, musst du dir vorstellen, du gehst raus und dann gibt es 3 verschiedene, zu denen du gehen kannst. Das ist schon geil. Und wenn man die gut positioniert, kannst du ja theoretisch noch in Reichweite machen, dann könnte man eigentlich ziemlich geile Veranstaltungen machen, denke ich. Denke ich auch, auf diese eben, die Menschen sind ja kreativ und denken sich immer was Neues wieder aus, deswegen denke ich auch, dass selbst in dieser Krise, ich meine, auch wie wenn du dir Hip-Hop anschaust, immer aus ganz wenig dann doch viel entstanden ist und vielleicht entstehen ja doch auch aus diesen komischen Situationen, die wir jetzt haben, doch auch geile oder krasse Projekte, die irgendwas Neues sind, auch abseits von eben der konservativen, konventionellen Musikindustrie. Ich hoffe. In dem Sinne, irgendwelche letzten Worte, Shoutouts an deine Leute, was du Bock hast? Kein besonderes Shoutout, Leute. Bleibt stabil, bleibt gesund. Lebt euer Leben, seid glücklich mit dem, was ihr macht und ja, verfolgt weiterhin eure Träume hier in 21 und lasst euch nicht runterkriegen. Danke, dass du da warst, Partisan. Das hat Gerne, mich gefreut. freut mich auch. Das war Artist Talk mit mir, Buschbayer, und Partisan war am Start. Abonniert, liked, kommentiert den Kanal, checkt auf jeden Fall unten drunter die Links aus, da gibt es einen Shop, ihr könnt uns supporten und checkt die Instagram-Seite. Das war's von mir. Peace out.